Herzlich willkommen zum letzten und bedeutsamsten Kapitel des Kurses, kohärente Wasserstruktur. Die kohärente Wasserstruktur ist der Superzustand des Wassers. Das heißt, neben flüssig, Gas und fest gibt es quasi noch einen Zustand, und zwar den kohärenten Zustand. Manche nennen ihn auch den Superzustand. Warum den Superzustand? Super deshalb, weil dadurch ganz besondere Eigenschaften des Wassers aktiv werden, die es vorher nicht gibt. Und diese besonderen Eigenschaften erkennt man zum Beispiel, wenn ein Tier über eine Wasseroberfläche läuft dieses Tier über eine kohärente Wasserschicht. Also das heißt quasi, die ist auf der Oberfläche, sind mehrere tausend Schichten und dann läuft das Tier drüber hinweg und diese Schicht trägt das Tier quasi außerhalb des Wassers. Die kohärente Wasserschicht, der Superzustand, ist vor ca. 30 Jahren entdeckt worden. Dafür gab es noch unterschiedliche Namen, Ursachen waren unklar. Und in den letzten 10 Jahren ist die Forschung immer weiter nach vorne geschritten, sodass man sich jetzt bewusst ist, was ist der Zustand, was kann der Zustand und was unterscheidet es zum normalen Wasser. Die maßgeblichen Forscher auf dem Gebiet sind auf der einen Seite Professor Dr. Pollack, ist ein amerikanischer Forscher, der sich vor allem sehr mit hydrophoben Oberflächen beschäftigt hat, die Entstehung von kohärentem Wasser an hydrophoben Oberflächen, dort auch sehr schöne Versuche im Mikroskop gezeigt hat, schöne Videoaufnahmen, was das Wasser da so macht. Und auf der anderen Seite ist der Professor Dr. Warnke, der mehr auf die Quantenebene eingeht und der quasi entdeckt hat, dass es nicht nur in hydrophoben Oberflächen gibt, sondern es quasi auch im Wasser an sich entstehen kann als sogenannte kohärente Domänen. So viel jetzt erstmal zu diesem wissenschaftlichen Part. Und natürlich die viel, viel spannendere Frage ist, was nützt mir das Ganze? Also, einer der geilsten Fakte ist sowieso Elektroschutz. Wir hatten es im gestrigen Video schon mal kurz angedeutet. Kohärentes Wasser lagert 13% seiner Elektronen aus. Wie baut das jetzt den natürlichen Strahlenschutz des Körpers aus? Ganz einfach. Zellen sind immer um Wasser ummantelt. Und wenn diese Wasserummantelung 62% an kohärenter Wasserstruktur hat, ist die vollständig. Und sobald die vollständig ist, hat man quasi auch diesen 13%igen vollständigen Elektronenmantel außenrum. Das heißt, die Zelle und die darin enthaltene DNA ist vor elektromagnetischer Strahlung geschützt. Der zweite Effekt ist, du hast auch eine erhöhte Blutzirkulation. Wie funktioniert das? Professor Dr. Pollack hat es sehr genau untersucht. Vereinfacht dargestellt ist es, Arterien kann man wie ein Rohr darstellen. Und in diesem Rohr hat man quasi innen drin eine kohärente Wasserschicht. Strahlt jetzt UV-Licht in diese kohärente Wasserschicht ein, entsteht ein Strömungseffekt. Das heißt quasi mit erhöhtem kohärenten Wasseranteil hast du einen erhöhten Blutdurchfluss. Und der dritte Effekt ist eigentlich noch beeindruckender. Und zwar, man hat einen Schutz vor Viren und Bakterien. Wie funktioniert das? Es funktioniert ähnlich wie beim Elektronenmantel. Nur hier, wenn man sich die Zelle vorstellt, hat man eine Wasserschicht und diese Wasserschicht besteht aus der hexagonalen, kohärenten, kristallinen Struktur. Und die verhindern es, dass Viren und Bakterien eindringen können. Ähnlich wie ein Tier über Wasser laufen kann, ja, es nicht ins Wasser eindringt, verhindern hier die Kräfte der hexagonalen Wasserschicht das Eindringen von Viren und Bakterien in die Zellen. Und jetzt ist natürlich eine sehr spannende Frage, wie kann ich den kohärenten Wasseranteil in meinem Körper erhöhen? Jetzt muss man leider sagen, früher war das viel, viel einfacher. Früher hatten alle Menschen eigentlich Zugang zu frischem Quellwasser. Dieses frische Quellwasser war rein. Es war keinerlei Vergiftung drin, es waren keine Hormone drin, es waren keine strukturbrechenden Ionen drin. Und somit haben sich die Menschen selbst mit Quellwasser pushen können, ja? Indem sie ihre kohärenten Strukturen gefördert haben. Heutzutage muss man leider einen anderen Weg gehen, oder nicht leider, heutzutage kann man auch einen Weg gehen und das ist quasi der Qi-1. Der Qi-1 mit seinem darin enthaltenen Gitterchip bietet die Möglichkeit, die kohärente Wasserstruktur im Körper auszubauen. Der Qi-1 ist somit ein Verstärker für den Körper, die natürlichen kohärenten Wasserstrukturen, die schon da sind, weiter auszubauen. Ich möchte mich echt nochmal herzlichst dafür bedanken, dass ihr den Kurs angeschaut habt, dass ihr mit mir zusammen alle 5 Kapitel durchgegangen seid.
Wir haben angefangen beim Thema Entgiftung. Also das heißt quasi, was muss aus dem Körper raus? Dann im zweiten Kapitel ging es um das mentale Setting. Das heißt quasi, welche Programme kann man getrost löschen? Wie kann man sie löschen und welche Programme wären viel besser? Das nächste Kapitel war damit, was sollte eigentlich über die Ernährung in den Körper reinkommen, ja? Also die Bedeutung der Mineralien und Vitamine für den Körper. Und das vierte Kapitel ging darum, was passiert eigentlich mit unserer technischen Umwelt? Also was hat die technische Umwelt für einen Einfluss? Und da muss man leider sagen, dass die elektromagnetische Strahlung, die technisch erzeugt ist, sehr hochfrequent ist und einen Einfluss auf den Körper hat. Und das letzte Kapitel von heute, kohärentes Wasser, eines der spannendsten Kapitel und definitiv eine Möglichkeit, die Zukunft neu zu gestalten, indem man die Fähigkeiten der kohärenten Wasserstruktur für sich, für sein Leben und für seinen Körper nutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Christian Bauer und wir sehen uns bis bald.